Hast du schon mal eine wichtige Entscheidung getroffen, während du Angst hattest? Nee, das geht ja auch gar nicht. Und warum? Das erfahrt ihr in den nächsten 4 Minuten. Ich war letzten Monat wieder bei einer neuen Firma und hatte ein Gespräch mit dem Geschäftsführer. Der hätte mal mein Kunde werden können, ist er aber nicht geworden. Und ich will erklären, wieso es manchmal Angst macht, sich auf Business Coaching einzulassen. Also stell dir eine Zeitschiene vor. Da gibt es Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Du bist in der Gegenwart, du hast einen Traum, ein Ziel, das du wirklich erreichen willst. Beispiel, du wolltest schon immer mal einen Marathon laufen. War immer in deinem Kopf. Dann wirst du 50, denkst, wenn nicht jetzt, wann dann? Das Ziel Marathon wird ein Fakt und du erstellst einen Trainingsplan. Okay, du trainierst, lernst und 12 Monate später läufst du den Marathon. Warum? Weil du zu 100% an einem Marathon teilnehmen willst und deswegen trainierst. Wenn du dir also ein großes Ziel, einen großen Traum in der Zukunft vorstellen kannst und das auch wirklich erreichen willst, dann bist du zu 100% committed. Du wächst praktisch in dein Ziel hinein. Und das Schöne, wenn du dir das Ziel, den Traum vorstellen kannst, dann sind die notwendigen Fähigkeiten dazu bereits tief in dir drin. Die müssen nur freigesetzt werden. Aber das Freisetzen dieser Fähigkeiten passiert nur, wenn du dir jeden Tag dieses Ziel in der Zukunft vorstellen kannst. Wie fühlt sich das an, wenn du es geschafft hast? Wie fühlt sich ein Kontostand von 1 Million Euro an? Wie fühlen sich 3 Wochen Urlaub ohne einen Feueranruf aus der eigenen Firma an? Mein Gesprächspartner aus dem letzten Monat, der konnte das nicht. Der hatte Angst, sich zu verändern und sein Ziel zu erreichen. Seine Vision, seine Vorstellungskraft, sein Frust waren kleiner als der Widerstand, sich zu verändern. Selbst meine Aufforderung, sich das erreichte Ziel in der Zukunft vorzustellen und stolz zurückzublicken, hat nicht geholfen, seine Angst zu überwinden. Und jetzt kommt das Wichtigste. Manchmal muss man im Leben die eigene Angst spüren, begreifen, erkennen. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, warum er das denn sich nicht zutraut und warum er glaubt, dass er das nicht erreichen kann. Und die Antwort war fehlendes Selbstbewusstsein und keine innere Sicherheit. Sein Vater, also von dem er die Firma da übernommen hat, hat ihm immer erklärt, das kannst du nicht, das kannst du sowieso nicht. Und der hat das akzeptiert. Der hat immer gesagt, du kannst die Firma nicht leiten wie ich. Das war sein Killerargument. Und als ich dem Geschäftsführer sagte, musst du auch nicht, du kannst die Firma leiten, wie du willst, ist ja jetzt deine. Das war für den komplett neu, das war für den so ein Mindset-Shift. Du musst nicht den gleichen Weg gehen wie dein Vater. Finde deinen eigenen Weg, auch wenn es ein Umweg ist. Und finde dein eigenes Ziel, das dir wirklich was bedeutet. Wir bei Action Coach sprechen in solchen Momenten immer vom Kompass für das Gehirn. Also Ziele geben dem Kompass im Gehirn eine Richtung vor. Und wenn ihr dazu mehr wissen wollt, dann abonniert einfach die Unternehmerinfos. Den Link findet ihr im Kommentar. Aber jetzt kommen wir zum Thema Business Coaching. Als Unternehmer besitze ich Fähigkeiten, an die ich wahrscheinlich nicht rankomme oder die ich lernen muss. Und um beides zu erreichen, muss ich in mich investieren. Investiere Geld in jemanden, der mir hilft, meine Fähigkeiten und meine Potenziale zu erkennen und freizusetzen. Und ich investiere Zeit und Geld, um mich persönlich als Unternehmer weiterzuentwickeln. Der Mensch, der ich jetzt bin, kann das Ziel noch nicht erreichen. Aber der Mensch, der ich sein will, der schafft das. Das heißt, ich muss mich als Mensch dahingehend verändern, dass ich dazulerne, dass ich meine eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten tief in mir drin erkenne und ihnen dann auch die Chance gebe, ans Licht zu kommen. Nur wenn ich mich als Mensch verändere und Selbsterkenntnis zulasse und Glaubenssätze auflöse, die mein bisheriges Leben bestimmt haben, dann kommst du voran. Und das ist auch der große Unterschied zwischen Unternehmensberatern und guten ausgebildeten Business Coaches. Die Unternehmensberater machen dir ein gutes Konzept und überlassen es dir dann und du musst es umsetzen. Aber du brauchst dich nicht zu verändern. Was dann passiert, das ahnst du schon. Wenn du einen guten Business Coach engagierst und in das Konzept Business Coaching investierst, dann hast du eine Garantie dafür, dass du deine Firma selbst weiterentwickelst, weil du dich weiterentwickelst und das ist dauerhaft. Du leistest bessere Arbeit, dein Team zieht mit und du bist motivierter und du verdienst auch mehr hinterher. Also
Business Coaching zahlt sich auf 2 Wegen aus, nämlich du machst mehr Profit im Unternehmen und du entwickelst dich persönlich weiter. Dein Business kann nicht mehr wachsen, als du als Unternehmer wächst. Oder wie sagt es einer meiner Business Coaching Kunden zu mir, ich will, dass wir beide uns in meinem Unternehmen überflüssig machen. Ja, genau. Zurück zu meinem Gespräch mit dem Unternehmer. Wir haben sein Problem lange diskutiert und auch ansatzweise herausgefunden, woran es liegt. Und ich habe ihm erste Schritte aufgezeigt, was er ändern könnte in seinem Unternehmen. Und dann hat er festgestellt, ja, aber das bringt mich aus meiner Komfortzone und da habe ich jetzt keine Lust drauf. Ich habe so viele Baustellen, ich will nicht auch noch eine neue Baustelle aufmachen. Die traurige Wahrheit. Wenn du deine eigene Baustelle nicht aufmachen willst, dann werden auch die anderen Baustellen bleiben. Fazit: Du kannst nicht erfolgreich sein, wenn du Angst vor etwas hast. Du bist nur erfolgreich, wenn deine Energie einen klaren Fokus bekommt. Fokus auf ein klares Ziel, das du jeden Tag verfolgen willst, nicht musst. Wenn du wirklich dahinter stehst, wird dein Ziel ein Fakt und bleibt kein Traum. Und wie heißt es so schön? Die erste Million ist die schwerste, weil du lernen musst, wie du sein musst, um es zu schaffen. Who to be to do it, heißt das so schön. Habt ihr euch erkannt oder seid ihr nachdenklich geworden? Und dann schaut euch die anderen Business Tapas an und abonniert den YouTube-Channel der Unternehmer Online Akademie. Den Link findet ihr unter dem Video oder ruft mich einfach an. Und keine Angst, von den Business Tapas wird man nicht dick, nur reich. Macht was draus.